Hallo und willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge auf dem Kanal von Ramfeld Precision Gun Care. Mein Name ist Andi und heute im Studio eine Kurzwaffe, eine sehr kurze Kurzwaffe, gefertigt von Smith & Wesson, eine M&P Shield M2.0 mit manueller Sicherung. Eckdaten der Waffe: 9 mm Luger, Lauflänge 3,1 Zoll, 7,9 cm, 2 Magazine sind am Start, Magazinkapazität einmal 7 Schuss und die andere 8 Schuss. Ganz klassische Micro Compact. Wir waren am Schießstand, Zeit für Powder Dust Impressions. Sehr kleine, sehr kompakte, sehr schmale Pistole. Ich habe da tatsächlich Freude an dem Ganzen gehabt. Wir bauen sie mal kurz auseinander und schauen rein. Vorab Sicherheitsüberprüfung, Magazin raus, Patronenlager ist leer. Um sie zu zerlegen, über den Schlittenfang die Waffe öffnen, Zerlegehebel nach vorne drücken, Schlitten nach vorne entriegeln, Abzug ziehen, Waffe abschlagen. Und so wird der Schlitten nach vorne abgeschoben. Weiter geht's. Entnehmen der Feder. Lauf geht raus. Und schon haben wir den Schlitten, Schlagbolzen noch drin und das Griffstück. Nach 2 Magazinen, 7 und 8 Schuss, gibt es nichts zu reinigen. Es ist einfach nichts drin. 15 Schuss hinterlassen wenig Spuren. Wir werden sie aber kurz mit zerlegen, einfach um mal reinzugucken, um zu sehen, wie es geht. Dann wieder zusammensetzen und dann eine kurze Konservierung über das Ramfeld Rope und ein, zwei Sachen dazu sagen. Verschluss weiter zerlegen. Wir haben hier nur noch eine Komponente dran und das ist der Schlagbolzen hinten. Ist hier über eine Adapterplatte oder über eine Verschlussplatte verriegelt. Um die zu entriegeln, müssen wir eine kleine Hülse drücken, die sitzt hier. Bei anderen M&P-Modellen ist unten im Griff ein kleines Werkzeug mit dabei. Das haben wir hier nicht. Also brauchen wir ein kleines Werkzeug. Hier haben wir eine weiße Hülse. Diese weiße Hülse muss leicht nach unten gedrückt werden. Dann lässt sich die Adapterplatte, die Verriegelungsplatte abschieben und so stellt sich das dar. Damit der Schlagbolzen jetzt komplett rausgeht, ist hier die Schlagbolzensicherung. Die drückt ihr kurz ein, hier einen Daumen hinten drauf, damit das nicht rausfletscht. Und schon habt ihr den Schlagbolzen entnommen. Es ist wirklich sehr einfach. Da ist nichts dabei bei der ganzen Thematik, die zu zerlegen, aber wie gesagt, reinigen, es ist einfach nichts drin. Also setzen Sie es wieder zusammen, umgedrehter Weg. Schlagbolzen rein, Schlagbolzensicherung nach innen drücken, dann geht er wieder runter. Hier die Adapterplatte. Ihr könnt mit dem Finger hier die weißen Kunststoff leicht nach unten drücken und die Adapterplatte wieder drüber schieben. Klick. So ist er wieder verschlossen. Dann kommt der Lauf in Verschluss, die Feder oben drauf, einsetzen, Griffstück. Ihr müsst beachten, dass er hier nicht zu ist. Der Verriegelungshebel über die Schienen einfädeln, Schlittenfangheben verriegeln, schließen. Die 2 Magazine könnt ihr natürlich auch zerlegen. Hier ist das Tool wieder ganz sinnvoll. Hier ist eine kleine Nase, über das Tool eindrücken und dann könnt ihr die Platte nach vorne abschieben und jetzt ist das Daumen entscheidend. Wenn ihr jetzt diese Platte abzieht, ist die Feder weg. Ihr werdet sie finden, sie ist groß, aber ich habe auch schon gehört, dass sich wer Lampen von der Decke geschossen hat. So, und hier habt ihr das Innenleben. Auch mal gesehen, eine Feder, Federnhalterung und die Verriegelung. Ja, nicht wirklich spektakulär, aber doch mal interessant. Naja, natürlich kann man die Patronenführung noch mit rausnehmen.
Aber an Magazinen gibt es in der Regel nicht so viel zu machen. Feder wieder einsetzen, die Platte aufschieben, bis sie einrastet, Klick, Magazin komplett. Welche Möglichkeit haben wir am Schießstand, eine Waffe schnell zu reinigen? Ramfeld Precision Gun Care Rope. Fleckspitze vorne drauf. Ramfeld Filze, Kaliber 9 mm. Ich nehme nur 2 Filze mit. Öl eures Vertrauens. Bevor ich auf die Range fahre, ziehe ich mir 1 oder 2 Filze auf. Bei einem Filz brauche ich keine Sicherungsmutter. Bei 2 Filzen muss ich den zweiten Filz vorne sichern. Ich sprühe die schon zu Hause. Wenn ihr heute die Waffe auf der Range, auf dem Schießstand, im warmen Zustand durchzieht, habt ihr einen weitaus höheren Reinigungseffekt. Geht viel schöner, wenn die Ablagerungen noch heiß sind und hier ein Reinigungsmedium kommt, habt ihr, würde ich sagen, 60, 70, 75%, vielleicht 80, je nachdem, was ihr geschossen habt, an Ablagerungen schon draußen. Darum Seil präparieren, damit es keinen Siff gibt. Entweder hier vorne die Adapterspitze abschrauben, die Flex-Tip, und ein kleines Kunststoffbeutelchen geben, oder ihr macht Frischhaltefolie hier außenrum. Auch immer wieder gern genommen. Weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Die Spitze hier vorne dreht sich. Unmittelbar nach dem Schießen. Waffe öffnen. Und jetzt haben wir hier ein sehr, sehr kleines Auswurffenster. Wird reingehen, wird aber hier auch am Patronenlager entlang schruppen, damit das nicht passiert. Spitze abdrehen. Das Ganze halbieren. Übers Patronenlager in Schussrichtung. Und hier sieht man den Vorteil der flexiblen Seile. Die blenden jetzt hier aus das starre Seil auf das dünne Seil. Und somit geht das Ganze sehr leicht und einfach durch. Und jetzt mache ich nichts anderes, wie diese 2 Filze. Aha. Na doch, 15 Schuss. Man weiß es nicht. Und so, liebe Zuschauer, lasse ich das aber auch schon stehen und packe sie wieder in den Rangeback. Erste Reinigung ist passiert, es ist eine Konservierung passiert. Tatsächlich kann die so in den Schrank. Da wird weiter nichts passieren. Je nachdem, welches Öl ich verwende, welchen Konservierer ich verwende, wird da mehr oder weniger lang die Konservierung sein, aber es wird sicher etliche Wochen oder Monate lang halten. Aber so lange soll sie ja eh nicht im Schrank bleiben. Wir wollen ja auf dem Schießstand damit. Kurz ein paar Worte zum Seil. Einfädelspitze, sehr lang, aber teilbar. Warum ist sie so lang? Erstens, Langwaffen mit Kompensatoren. Hier geht die lange Spitze durch jede Mündungsbremse. Wir werden hier noch Videos zu machen. Sehr starres, dickes, 5 mm kunststoffgemanteltes Edelstahlseil. Keine Verfärbungen, Mantelung ist auf alle Fälle hitzebeständig und sie ist chemikalienbeständig. Hier vorne die Flex-Tip. Entkoppelung vom dicken, unhandlichen Seil auf das dünne, hochflexible Seil. Der Filz wird sich somit immer sehr zentriert im Lauf führen. Das ist hier beim dicken Seil, kann sich der auch mal drücken und läuft dann über die Kanten. Das heißt, ich habe keine optimale Reinigungswirkung, weil der Filz nicht kompakt anliegt. Ihr könnt die Flex-Tip auch abschrauben, coole Sache, und auch mal eine Bürste draufpacken, wenn es ist, für die ganz groben Sachen. Diese Flex-Tip hier bekommt ihr auch einzeln bei uns. Was noch interessant ist, vorne das Drehen. Es ist das einzige Seil, das sich vorne an der Spitze tatsächlich dreht. Wir haben hier eine Rotation. Also wir haben genau dieselbe Drehung wie ein kugelgelagerter Putstock. Nur viel einfacher in der Anwendung. Aber auch die Adapterspitze könnt ihr abschrauben und hier auf dieses drehbare Element eine Bürste aufschrauben.
wenn es wer so machen will. Dann dreht sich auch die Bürste. Warum nicht? Dickes Seil, starres Seil, super im Handling, blöd in der Aufbewahrung. Kurz zum Aufwickeln. Vorne an der Flex-Tip. 4 Finger, Mitte des Seil, Daumen drauf, eine Schlaufe außen Richtung Fingerspitzen, die zweite Schlaufe innen Richtung Handrücken. Die sollten einigermaßen gleich sein und so sieht es dann aus. Eine Schlaufe ist außen vorbei, eine ist innen vorbei. Als nächstes nehmt ihr das offene Ende und führt es von unten durch die Schlaufen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Wenn ihr das 5-mal durchbringt, habt ihr eigentlich den optimalen Durchmesser. Hier geht nichts mehr auf und ihr verliert auch nichts mehr im Rangeback. Top Sache, ich bin total verliebt in das Ding. Geht von Kaliber 22 bis Kaliber 12 für alle Waffen, ob es eine Pistole ist, ob es ein Revolver ist, ob es eine Flinte ist, ein Repetierer, eine AR, was auch immer passt. So, das war's mit der M&P Shield M2.0, manuelle Sicherung im Kaliber 9 mm. Wo sehe ich die Waffe im Sport? Nein. Ich denke, Magazinkapazität, Lauflänge spricht hier nichts dafür. Sehe ich sie im Bereich Jagd? Unbedingt. Klein, kompakt, führig, trotzdem mit 7+1 und 8+1 eine für die Jagd ausreichende Magazinkapazität, absolut micro, compact. Wenn wir uns die hier anschauen, sehr, sehr schmal in der Griffführung. Da trägt auch im Holster nichts auf. Mir hat sie ganz gut gefallen. So, liebe Zuschauer, das war's mit dieser Folge und der M&P Shield M2.0, manuelle Sicherung. Interessante Waffe, wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, Glocke nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, euer Andi von Rheinfeld Precision Gun Care.